hatte schon ein gutes Gefühl, wo ich das erste Mal mit Freddy Bobic und mit Bruno Hübner zusammengesessen bin, mehrere Menschen noch kennengelernt, auch Armin Altershan, ein zukünftiger Assistenztrainer auch, und die ganzen Menschen, mit denen ich begegnet bin vom Verein, auch wo ich durch die Büros gegangen bin, hat unglaublich Spaß gemacht, freue mich darauf. Pressekonferenz, denke ich, ist auch gut verlaufen, natürlich sehr viele Medien, die natürlich das erste Mal gespannt sind, wie funktioniert der neue Trainer. Hat Spaß gemacht, jetzt der Rundgang durchs Museum. Man kommt einfach dann noch viel mehr von der Geschichte der Eintracht etwas mit, und das ist auch das, was man als Trainer auch braucht, dass man das auch weiß. Der Torschütze auch irgendwo? Oder? Nee, das war ja beim Spiel. Also ich habe auch noch beim Spiel. Das Allerwichtigste ist, dass das Vertrauen, was man von den Vereinsverantwortlichen bekommt, dass man das auch zurückgeben kann. Das heißt, dass man versucht, so erfolgreich als möglich zu arbeiten. Ich freue mich auf neue Mitarbeiter, ich freue mich auf eine neue Mannschaft und eine neue Umgebung. Ich bin grundsätzlich ein Teamplayer, der versucht, sehr kommunikativ zu sein, der auf die Menschen zugeht, der versucht auch die persönliche soziale Bindung zu den Spielern, zu den Mitarbeitern zu haben, dass man einen respektvollen Umgang hat. Natürlich versuche ich dann auch immer wieder eine gewisse Distanz auch zu haben, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig ist. Respekt ist mir unglaublich wichtig, Disziplin, und dass wir alle wirklich hart an einem Ziel arbeiten. Ich freue mich auf die ersten Wochen, dann geht es gleich mal relativ schnell nach Amerika, dann sind wir wieder hier, dann gibt es das Trainingslager in Südtirol, und natürlich müssen wir noch jetzt an der Mannschaft arbeiten. Wir wissen noch nicht genau, wer schlussendlich da bleibt oder wer vielleicht eventuell noch den Verein verlassen wird aufgrund auch der Weltmeisterschaft. Aber wir werden sicherlich wieder die bestmögliche Mannschaft versuchen zur Eintracht zu bringen, dass wir ein gutes Spiel haben, dass wir eine Mannschaft, die ja schon sehr, sehr gut zusammengestellt ist, schon einen guten Kern hat, dass wir die versuchen noch qualitativ zu verbessern, und dann werden wir mal dahingehend unsere Zielsetzung neu ordnen. Ja, zuerst muss ich mal einen harten Weg gehen, um die Möglichkeit auch zu bekommen, hier arbeiten zu dürfen. Für mich hat der Zeitpunkt im Herbst, im November speziell, hat für mich einfach nicht gestimmt, weil ich noch ein großes Ziel hatte, mit der Young Boys Bern nach 32 Jahren einen Titel zu holen. Wir waren ein paar Punkte vor dem FC Basel, vor dem großen FC Basel, und ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte hier meine Arbeit fertig machen, die Mission beenden, und deswegen war es für mich auch der richtige Zeitpunkt, in Bern zu bleiben. Aber jetzt kam wieder eine neue Möglichkeit, Herausforderung, und hier bei einem Traditionsverein wie die Eintracht Frankfurt das ist, eine Möglichkeit zu bekommen, Trainer zu sein, die habe ich dann sofort am Schopf gepackt und auch genützt. Das heißt, solche Erlebnisse vergisst man nicht, so wie die Eintracht jetzt nach knapp 30 Jahren diesen Pokalsieg wieder hierher geholt hat zum 5. Mal. Habe auch die Begeisterung am Römerplatz gesehen, unfassbar, und das war natürlich in Bern genauso. Man macht unglaublich viele Menschen dann schlussendlich auch glücklich, es fällt irgendwo eine Last wieder runter, dass man wieder mal einen Titel hat, und das war in Bern natürlich auch der Fall, und man muss es auch schlussendlich dann immer wieder genießen und den Moment auch aufzusaugen, um dann wieder die neue Herausforderung anzunehmen. Ich bin mit Nico befreundet, wir kennen uns gut, und deswegen habe ich es natürlich Nico gegönnt, aber auch natürlich der Eintracht Frankfurt, ist ja ganz klar. Und wenn man dann in einem Finale den FC Bayern München schlägt, das ist schon außergewöhnlich und was Besonderes. Und das war auch jetzt einmal ausschlaggebend, dass wir dann wieder in der Europa League spielen. Und ich weiß, dass die Eintracht ein Verein ist, die unglaublich gern reist, die gerne unterwegs ist. Bei den Auswärtsspielen, so wie in Bordeaux, was ich gehört habe, fast 12.000 Zuschauer mitgereist sind, oder in Porto 7.500. Die Stadien, speziell auch zu Hause, immer ausverkauft sind, ganz egal wer kommt. Das finde ich speziell, das finde ich super, und auf das freue ich mich. Ja, das erste Mal war ich hier vor 24 Jahren, wo wir das Duell gehabt haben, Eintracht Frankfurt gegen Casino Austria Salzburg. Gestern, wie ich über das Stadion geflogen bin, wo ich von Zürich gekommen bin, war ich natürlich dann auch beeindruckt. Das Stadion ist wirklich super. Von der Stadt haben wir ein bisschen was gesehen, was den Main betrifft. Dann auch der Unterschied zwischen moderner Stadt, Finanzmetropole, und dann auch ein bisschen die Altstadt. Ich möchte mich auch mit Frankfurt auseinandersetzen, mit der Stadt auseinandersetzen. Ein Erdbeerwein vielleicht, dass ich mal trinke, wenn es passen sollte, oder Handkäse, das vielleicht auch einmal probieren. Also ich möchte mich schon mit den Menschen hier identifizieren, mit der Stadt identifizieren, aber das Wichtigste ist natürlich die Eintracht.